Come. The game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Mal wieder mit ein oder zwei... Dankeschön. Mit ein oder zwei Tagen Versatz. Ich gelobe Besserung. Aber das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt. Aber gut, wir starten auf jeden Fall... Jetzt unterbricht mich doch nicht ständig. Ja, wir starten mit einem neuen Fall. Und dafür müssen wir jetzt erstmal uns hier den Brief anschauen, bevor wir nochmal wieder unterbrochen werden. Schauen wir uns jetzt erstmal hier den Brief an. Gucken mal, was da drin steht. Ja, jetzt eine Adresse drauf. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Okay. The Brackenstall family coat of arms. Okay, dann machen wir das Wachsiegel kaputt. A wax seal with the monogram E.B. Abbey Grange, genau, der Fall der Abbey Grange, den untersuchen wir jetzt gerade. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zu Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, dass Sir Eustacke nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll, Inspektor Lestrade. Okay, was haben wir hier noch so? Achso, genau, hier sind die vom letzten Fall noch. Genau, hier haben wir noch wieder... was Neues dazugekriegt, hier unseren Silberdurch, den wir ja gemacht haben. Hier ist noch unsere Chronik vom letzten Fall. Ja, das könnt ihr... So, what is it, Holmes? euch in den letzten Folgen as angucken. always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Okay, dann gehen wir doch mal ohne Zeit zu verlieren direkt nach Abbey Grange. Ich weiß nicht, ob das ein Vorort ist oder ob das die Person ist, Abbey Grange. Oder ein Anwesen. Aber ich denke, das werden wir noch rausfinden hier in diesem neuen Fall. Hoffe ich zumindest. Okay, wir fahren fort. Und gehen in den weiteren Ladebildschirm. Ja. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all.
And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. Very good. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wo wir... Sir Warthen Brackenstall. Okay, also Abby Grange wird wahrscheinlich nicht die Frau sein, weil die ist ja eine Brackenstall. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Okay, die hat auf jeden Fall einen verpasst gekriegt. Na, wir gucken uns erstmal die an. Und dann schauen wir doch mal, was wir da noch finden können. Also hier erstmal eine frische Verletzung. Das würde ich so unterschreiben. Oh, hier. Verlasse Wangen. Okay. Australische Herkunft. Ah, ein Verbrecher ist die. Australien war doch zu der Zeit noch so ein Verbrecher, so eine Verbrecherinsel. Der Ehering, haben wir noch was? Eins haben wir noch. Hier war es irgendwo. Alte Verletzung. Okay. Ja, was ist denn geschehen? Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Was wurde denn gestohlen? Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Okay, was meinst du denn mit einer glücklichen Ehe? You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Cool. Hier, alte Verletzung. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you... Yes, he did. Ha! He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Your ladyship? Okay. Tisch, was haben wir denn hier? Haben wir die Times.
Die stecke ich mir einfach ein. Gut. Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist dem Verbrechen bereits auf der Spur, allerdings wurden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über die gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zielt, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn, William Randall, ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Ah ja, natürlich. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Wertgegenstände sicher sein. Okay. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Okay. Das notieren wir uns mal so. Es können jetzt nämlich 2 sein. Entweder sie waren es, also diese Randalls waren es wirklich, oder weil sie eben, ja, weil sie bekannt sind, hat sie denen, oder versucht sie denen das in die Schuhe zu schieben. Das lassen wir erstmal offen. Da bin ich mir gerade ja, bisher ist es ja quasi das. Aber wir lassen das erstmal noch offen und schauen uns erstmal noch andere Sachen an. Oh, hier ist ein Bild. Ah, warte mal, da ist ein Kratzer. These scratches are most definitely made by the picture frame. By the picture frame. Ja, dann bewegen wir doch so mal. Aha. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Okay. Das machen wir doch mal. Aber zuerst untersuchen wir noch den kleinen Tisch hier. Vielleicht können wir dann direkt 2 Sachen machen. So, hier, Fotografie. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port. But which one? Okay, können wir das drehen? Können wir das hier aufmachen? Oh ja, natürlich. Wir machen einfach mal die Bilder ab. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Da stecke ich mir einfach mal ein. Natürlich. Bin ja Sherlock Holmes, ich darf das. Okay. Dann quatschen wir jetzt erstmal mit der Teresa. Und dann schauen wir doch mal, was die Lady Brackenstall noch zu sagen hat. I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Erstmal begutachten. Altersfalten. Wow. Arbeiterhände. Ja, das ist ein Kaffeefleck. Verschüttet hat sie den. Essiggeruch, damit... Okay. Na gut, dann, ja, erzähl mal von letzter Nacht. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed,
and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Okay. Gut, dann erstmal hier die Lady wieder anquatschen, dass sie uns den Safe mal aufmacht. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. Klar. We have to open it. Your ladyship? Ja, geil. Kann ich den jetzt selber öffnen? Let us try to open this safe. Oh, mit einer dicken This Arschbombe safe ins nächste can be Rätsel. cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Geil. Ja, dann. Oh, was war das? Jawohl. Das war schon mal das erste, richtig? Dann. Ja, nächste richtig. Und. Tada, so einfach ist Safe knacken, merkt euch das. So, wir untersuchen das. Erstlicher Bericht. Jo, 5 Seiten. Sir Eustace, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Ja gut, wenn er trinkt, ne? Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark blutunterlaufene Augen und Ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist Ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen Sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Alter, was hat der Typ denn nicht, ey? Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Alter Lachs. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Gut, also der Typ hatte quasi alles, was man haben kann. Dann schauen wir uns jetzt erstmal das Geld an. Und die It is Münzen. common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Stimmt. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Stimmt, ich meine, wenn wir den so easy geknackt haben, hier den Safe, dann wird das doch so eine professionelle Bande von Oh, what a horrible thing to have happened. von Panzerknackern werden das auch so ein Safe knacken können. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her.
Okay, kombiniere. Zurückgezogenes Leben aus Australien. Bekanntschaft mit einem Seemann. Lady Brackenstall kennt jemanden, der Bord war. Oder heiratete kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen haben, ist sehr gering. Ich denke erstmal das. Bei dem hier sage ich erstmal auch, dass das ist. Das ist. Also, dass das diese Randall-Bande war. Zunächst. Wir werden das natürlich überprüfen. Und zwar werden wir das überprüfen. So. Lord George Brackenstall. Also ein hübscher Mann. Genauso wie er hier. Ja, und genauso werden wir das auch überprüfen. Die ganzen Aussagen von den Damen, die getroffen worden sind. Und zwar in der nächsten Folge von Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann bis morgen zur nächsten Folge von Sherlock Holmes. Auf Wiedersehen.